Wie du im letzten Video schon sehen konntest, haben wir die Definition der Impulskontrolle gemeinsam besprochen. Und wir werden jetzt in 3 unterschiedlichen Trainings die Impulskontrolle aufbauen. Und im heutigen Video werden wir gemeinsam die Impulskontrolle für Anfänger trainieren. Bedeutet, wenn du und dein Hund so eine Art Training noch nie gemacht habt, dann solltest du dieses Training hier und jetzt mit diesem Training beginnen. Ich bin der Louis, Hundeverhaltenstherapeut und Mitgründer von Vitomalia. Vitomalia ist deine Online-Hundeschule und wir unterstützen dich und deinen Hund in Hundetraining und in der Hundeerziehung. Zu diesem Video Impulskontrolle für Anfänger haben wir einen Blog geschrieben und unten findest du die Verlinkung und dort findest du auch den Trainingsplan zu diesem Video. In diesem Training wird mich Amalia unterstützen und wir werden jetzt gemeinsam die ersten Übungen mit dir machen. Insgesamt sind es 3 Übungen, die wir jetzt gleich gemeinsam machen werden. Wie du im letzten Video auch schon herausfinden konntest, ist ein wichtiger Bestandteil in der Impulskontrolle auch die Ernährung, vor allem Nervennahrung. Wenn du die Möglichkeit hast und du einen sehr aufgetretenen Hund hast, der jeden Impuls nachgeht, dann solltest du diesen Tipp vorher schon mal berücksichtigen, denn dann wird dir dieses Training auch später viel einfacher fallen. Und jetzt geht's los mit Übung Nummer 1. Wir beginnen jetzt mit Übung Nummer 1 und zwar die Futterfreigabe. Wir haben jetzt einmal eine Hundeschüssel und haben Futter reingemacht. Aufgabe von Amalia ist, diesen Impuls nicht direkt nachzugehen, wenn ich die Schüssel auf den Boden lege. Und denkt daran, die Dauer nicht zu lange anhalten zu lassen, denn wenn der Akku einmal leer ist, dann wird der Hund im Nachhinein nichts mehr lernen. Im ersten Video zu diesem Thema haben wir dir etwas mehr zu diesem Thema gesagt. Falls du es nicht gesehen hast, schau dir das Video an. Und wenn du diese Übung machst, dann ist nicht das Ziel, dass der Hund irgendwelche Kunststücke machen muss, wie Sitz, Platz oder Pfötchen geben, sondern es geht nur darum, dass er sich einfach nur zurücknimmt und nicht penetrant versucht, an das Futter ranzukommen. Das ist die erste Übung und das ist eine Basic-Übung. Und das Ganze werden wir jetzt einmal machen. Amalia weiß jetzt schon, dass hier was zu essen ist. Ich stehe jetzt einfach mal ganz kurz auf. Sollte der Hund an das Futter gehen wollen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du das bis jetzt noch nie gemacht hast, dann kannst du das Ganze einmal mit der Hand blockieren. Sollte der Hund dann weiterhin versuchen und einfach dran zu kommen, dann solltest du das Futter einnehmen und schauen, dass der Hund wirklich nicht drankommt. In dem Moment, wo der Hund sich dann beruhigt hat und sich zurückzieht, das sollte bestätigt werden und dann kannst du mit einer Freigabe das Futter freigeben mit einem Nimm. Nimm. Nachdem du dem Hund die Freigabe gegeben hast mit dem Signalwort Nimm, dann solltest du den Hund in diesem Moment nicht stören oder das Futter irgendwie wegnehmen. Das wird der Hund dann negativ verknüpfen und dann wird er diesen Impuls erst recht immer mehr nachgeben wollen. Also Futter geben, Freigabe, nicht stören, bis er fertig ist. Gut so? Jawohl. Und nun kommen wir zum zweiten Trainingstipp und zwar Sitzgeneralisierung. Was bedeutet das genau? Du solltest dir erstmal die Frage stellen, kann dein Hund überhaupt Sitz? Ja, es hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, wenn wir diese Frage stellen, denn im größten Teil ist es so, dass alle Hunde Sitz können. Aber wurde es auch wirklich aktiv trainiert und in unterschiedlichen Orten generalisiert. Und in unserer Online-Hundeschule in der Grundgehorsam ist das wirklich ein einzelnes Training, wo wir das Sitz, Platz, Bleib komplett ordentlich bearbeiten. Da kannst du gerne mal da vorbeischauen. Für dieses Training jetzt werden wir Folgendes machen. Die Voraussetzung ist, dass dein Hund Sitz kann. Und es wird erst dann eine Herausforderung für den Hund sein, wenn einmal der Impuls bzw. der Reiz höher sein wird. Wir sind jetzt hier in einer reizarmen Umgebung und der Impuls für deinen Hund ist, nachdem du ihn in Sitz gebracht hast oder die Hündin in Sitz gebracht hast, dass er dir nicht folgt. Das ist der Impuls, den der Hund eben nicht nachgehen darf. Wir bewegen uns dann einfach ein bisschen und dann schauen wir mal, wie Amalia reagiert. Amalia? Ich bringe sie erstmal bewusst mal aus dem Sitz raus. Ab. Okay. So. Sitz.
Der Impuls, wie gesagt, ich gehe weg, ich habe hier keine Freigabe gegeben. Ich gehe hin, bestätige das Ganze. Auch hier Aufbau zum Markesignal, vielmehr alles in unserer Grundgehorsam, könnt ihr gerne vorbeischauen. Solange ich hier keine Freigabe gebe, ist Ihre Aufgabe, einfach nur sitzen zu bleiben. Und es ist egal, was ich hier mache, ob ich mich jetzt zu ihr hin bewege, von ihr weg bewege, vielleicht in die Hände klatsche, einfach mal dich ein bisschen hin und her bewegen und auch hier strapaziere nicht ihre Nerven oder die Nerven deines Hundes, denn wir wissen, die Impulskontrolle ist wie ein Akku, der sehr schnell leer geht und genau deswegen werden wir das Ganze jetzt mal kurz auflösen. Feines Mädchen und okay. Jetzt darf sie sich frei bewegen und das Ganze kannst du einfach ein paar Mal wiederholen. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal. Amalia, Sitz. Du kannst dann auch hier kombinieren mit Hör- und Sichtzeichen oder nur mit Sichtzeichen oder nur mit Hörzeichen. Sollte der Hund den Impuls nachgehen, dir zu folgen, dann wird es erst interessant für dich, denn Amalia kann das Ganze jetzt schon. Sollte das dann der Fall sein, dann wirklich kleinschrittiger arbeiten. Das heißt, bring den Hund in Sitz, entferne dich nur einen Schritt von ihr weg oder von ihm weg, geh wieder hin und bestätige das Ganze. Wenn der Hund aber jetzt, nachdem sie einmal in Sitz gebracht wurde und ich entferne mich, sie geht jetzt den Impuls nach und folgt mir, ist die Korrektur, dass ich den Hund wieder zurückführe ins Sitz. Wenn ich sie aber dann in Sitz gebracht habe, wird dieses Sitz nicht bestätigt. Und ganz wichtig, auch wenn ihr bestätigt, eine Bestätigung ist keine Freigabe. Deswegen sitzt Amalia auch hier. Und wenn du merkst, dass dein Hund nach der Freigabe wieder weg ist, dann wirklich den Hund wieder da in die Position reinbringen und wirklich noch kleinschrittiger arbeiten, damit der Hund nicht in diese Fehlposition reinkommt oder in diesem Fehlverhalten. Und wenn du merken solltest, dass dein Hund öfter in diesem Fehlverhalten reinkommt, dann kannst du hier Management machen. Und zwar einfach den Hund an einem Halsband mit Leine anleinen. In dem Fall, dass der Hund dann einen Fehler machen würde, kannst du ihn durch die Leine wieder in die richtige Position führen. So, und nun kommen wir zum letzten Tipp für Impulskontrolle für Anfänger, und zwar Leckerli zählen. Das ist eine sehr coole Übung, wo der Hund wirklich die Impulskontrolle sehr gut lernt. Und was bedeutet Leckerli zählen? Wir haben jetzt hier Leckerlis vorbereitet. Das Einzige, was wir jetzt machen werden, wir nehmen dann ein Leckerli, legen es in die Hand und sagen 1, 2, bis auf 10, beginnen aber mit 1 und dann geben und dann bauen wir das Ganze auf. Das Ganze machen wir jetzt einmal. So, 1. Sollte der Hund jetzt schon dran gehen, Hand schließen, sodass der Hund keine Möglichkeit hat, da dran zu kommen. Der Hund muss auch hier keinen Sitz oder Platz oder sonstiges machen. Es reicht einfach, dass er entspannt einfach sich zurückhält und nicht penetrant versucht, die Leckerlis zu bekommen. So, wir nehmen jetzt einfach 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Feines Mädchen. Jawohl. Und dann geht das war's. Und das Ganze baust du einfach so auf. Jetzt darf sie meine Hände schlecken. So, das waren jetzt 3 Trainingstipps für Anfänger. Das Ganze kannst du jetzt einfach mal ein bisschen mit deinem Hund trainieren und üben. Und wenn dein Hund das Ganze einmal gefestigt hat, dann werden wir uns im nächsten Video mit dem nächsten Training nochmal sehen. Sollte dir dieses Video gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst.
Trainingspläne kannst du dir in unserem Blog runterladen. Findest du alles unten im Link. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, haltet euch steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Ciao.